Hallo und willkommen. Heute geht es um einen wichtigen Ort im Alltag, die Apotheke. Vielleicht holst du dort ein Rezept ab. Vielleicht brauchst du eine Beratung. Vielleicht möchtest du nur einen kurzen Begriff verstehen. Diese Geschichte begleitet Samira durch verschiedene Situationen. Sie spricht mit einer Arztpraxis, einer Apothekerin, ihrer Familie und einer Freundin. Die Sprache bleibt langsam. Die meisten Sätze sind kurz. Schwierige Wörter erscheinen immer in einem klaren Zusammenhang. Du musst nichts auswendig lernen. Du musst auch nicht jedes Wort beim ersten Hören verstehen. Achte zuerst auf die Handlung. Wer spricht? Wo befindet sich Samira? Was ist ihr nächster Schritt? Bei Medikamenten ist Genauigkeit wichtig. Darum rät Samira nicht. Sie fragt Fachpersonen und folgt ihrer persönlichen Verordnung. Diese Geschichte ist ein Sprachlerntext. Sie ersetzt keine ärztliche oder pharmazeutische Beratung. Atme ruhig ein. Atme langsam wieder aus. Jetzt beginnt Samiras Weg. Erste. Ein ruhiger Anfang Szene 1 beginnt ohne Eile. Der Ort ist zu Hause am frühen Morgen. Samira wacht mit Husten, Fieber und schweren Beinen auf. Sie misst ihre Temperatur und ruft in der Arztpraxis an. Ihr Ziel ist heute klar: einen Termin vereinbaren und die Beschwerden klar beschreiben. In Szene 1 gilt: Beim Hören musst du nicht jedes Detail behalten. Achte zuerst auf Ort, Person und Handlung. Gespräch zu Abschnitt 1. Samira: Guten Morgen. Ich fühle mich seit gestern krank. Praxis: Welche Beschwerden haben Sie? Samira: Ich habe Husten, Fieber und wenig Kraft. Praxis: Können Sie heute um 10 Uhr kommen? Samira: Ja, soll ich vorher noch etwas beachten? Praxis: Bringen Sie bitte Ihre Gesundheitskarte mit. Danach kann Samira den Punkt aus Szene 1 zunächst abschließen. Wörter aus Abschnitt 1. Beschwerde bedeutet hier ein gesundheitliches Problem. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Beschwerde. Das Wort Fieber gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Fieber noch einmal. Samira hört Gesundheitskarte und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur Gesundheitskarte, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 1. Samira schreibt 3 kurze Stichpunkte auf. So vergisst sie beim Arzt nichts Wichtiges. Am Ende dieses Abschnitts kennt Samira ihren nächsten Schritt bei Beschwerde. 2. Das Gespräch in der Arztpraxis. Der nächste Alltagsschritt beginnt in Szene 2. Der Ort ist im Sprechzimmer. Der Arzt hört Samiras Lunge ab und stellt mehrere Fragen. Danach entscheidet er, welches Medikament für sie geeignet ist. Ihr Ziel ist heute klar: die ärztlichen Fragen verstehen und ehrlich beantworten. In Szene 2 gilt: Ein langes Fachwort wird leichter, wenn es in einem kurzen Satz steht. Gespräch zu Abschnitt 2. Arzt: Seit wann haben Sie Fieber? Samira: Seit gestern Abend. Arzt: Nehmen Sie regelmäßig andere Medikamente? Samira: Nur ein Mittel gegen meine Allergie. Arzt: Haben Sie bekannte Unverträglichkeiten? Samira: Nein, mir ist nichts bekannt. Mit dieser Antwort wird der nächste Schritt in Szene 2 übersichtlich. Wörter aus Abschnitt 2. Allergie bedeutet hier eine starke Reaktion des Körpers. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Allergie. Das Wort Unverträglichkeit gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung.
Bei Bedarf, sagt Samira. Bitte, erklären Sie das Wort Unverträglichkeit noch einmal. Samira hört regelmäßig und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur, regelmäßig, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 2, sie nennt auch Medikamente, die sie ohne Rezept gekauft hat. Diese Information kann wichtig sein. Der wichtigste Ausdruck dieser Szene ist Unverträglichkeit und steht nun nicht mehr allein. Dritte. Das Rezept entsteht. In Szene 3 verändert sich der Ort, doch das Thema bleibt klar. Der Ort ist noch in der Arztpraxis. Der Arzt stellt eine Verordnung aus. Sie wird als E-Rezept gespeichert. Samira bekommt zusätzlich einen kleinen Einnahmeplan. Ihr Ziel ist heute klar: verstehen, was verordnet wurde und wie es weitergeht. In Szene 3 gilt, im echten Gespräch darf eine Pause entstehen. Sie gibt Zeit zum Denken. Gespräch zu Abschnitt 3 Samira. Bekomme ich ein Rezept aus Papier? Arzt, heute erhalten Sie ein E-Rezept. Samira, wie löse ich es in der Apotheke ein? Arzt, nehmen Sie Ihre Gesundheitskarte mit. Samira, wie lange soll ich das Medikament anwenden? Arzt, die Dauer steht auch auf Ihrem Plan. Die Information aus Szene 3 gehört nun zu einer konkreten Handlung. Wörter aus Abschnitt 3 Rezept bedeutet hier eine ärztliche Verordnung. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Rezept. Das Wort E-Rezept gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf, sagt Samira, bitte erklären Sie das Wort E-Rezept noch einmal. Samira hört verordnen und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur verordnen, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 3, bevor Samira geht, wiederholt sie den nächsten Schritt. Sie soll direkt zur Apotheke gehen. Die Situation verbindet verordnen mit einer klaren Entscheidung. 4. Vorbereitung für die Apotheke. Ein kleiner Moment führt in Szene 4 zu einer neuen Frage. Der Ort ist auf einer Bank vor der Praxis. Samira öffnet ihre Tasche. Sie prüft die Gesundheitskarte und ihren Medikamentenplan. Dann notiert sie 4 Fragen. Ihr Ziel ist heute klar: die wichtigsten Fragen vor dem Gespräch ordnen. In Szene 4 gilt: Eine klare Rückfrage ist besser als ein freundliches Nicken ohne Verständnis. Gespräch zu Abschnitt 4 Samira. Ich möchte die Dosierung genau verstehen. Freundin am Telefon. Schreib deine Fragen kurz auf. Samira. Ich frage auch nach Essen und Getränken. Freundin, nenne alle anderen Medikamente. Samira, das mache ich. Dann fühle ich mich sicherer. Freundin, lass dir schwierige Punkte aufschreiben. Dieser kurze Austausch verhindert in Szene 4 eine lange Unsicherheit. Wörter aus Abschnitt 4 Dosierung bedeutet hier die festgelegte Menge eines Medikaments. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Dosierung. Das Wort Medikamentenplan gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Medikamentenplan noch einmal. Samira hört Anwendung und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur Anwendung, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 4. Eine vorbereitete Frage spart Zeit. Sie verhindert auch, dass Samira nur aus Höflichkeit nickt. Samira schließt ihre Notiz mit dem Titel Vorbereitung für die Apotheke. 5. Die Tür der Apotheke Samira macht in Szene 5 einen weiteren praktischen Schritt. Der Ort ist in einer Apotheke nahe der Praxis. Eine Glocke klingt leise. Hinter dem Tresen stehen Schachteln
und kleine Schubladen. Samira wartet, bis sie an der Reihe ist. Ihr Ziel ist heute klar, das Anliegen mit wenigen klaren Sätzen erklären. In Szene 5 gilt: Auch einfache Grammatik kann sehr wirksam sein, wenn die Information stimmt. Gespräch zu Abschnitt 5. Apothekerin: Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Samira, ich möchte mein E-Rezept einlösen. Apothekerin: Haben Sie Ihre Gesundheitskarte dabei? Samira: Ja, hier ist sie. Apothekerin: Ich rufe die Verordnung jetzt ab. Samira: Danke. Ich habe danach noch einige Fragen. Samira geht nach Szene 5 erst weiter, als sie den Kern verstanden hat. Wörter aus Abschnitt 5 Apotheke bedeutet hier: ein Fachgeschäft für Arzneimittel. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Apotheke. Das Wort einlösen gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf, sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort einlösen noch einmal. Samira hört Tresen und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur: Tresen noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 5. Samira spricht langsam. Sie nennt zuerst nur ihr Hauptanliegen. Weitere Fragen kommen danach. Am Ende dieses Abschnitts kennt Samira ihren nächsten Schritt bei Apotheke. 6. Das E-Rezept wird abgerufen. Die Geschichte setzt sich in Szene 6 ruhig fort. Der Ort ist am Beratungstresen. Die Apothekerin steckt die Karte in ein Lesegerät. Auf dem Bildschirm erscheint die ärztliche Verordnung. Ihr Ziel ist heute klar: die Daten prüfen und bei Unklarheit nachfragen. In Szene 6 gilt: die Wörter kehren später wieder, aber in einer anderen Situation. Gespräch zu Abschnitt 6 Apothekerin: Ich sehe hier ein Medikament für 7 Tage. Samira: Können Sie bitte den Namen langsam sagen? Apothekerin: Natürlich. Ich zeige Ihnen auch die Schachtel. Samira: Ist das genau das Mittel vom Arzt? Apothekerin: Ja, Wirkstoff und Stärke passen zur Verordnung. Samira: Gut. Bitte erklären Sie mir die Anwendung. So entsteht in Szene 6 Ruhe, obwohl das Thema wichtig bleibt. Wörter aus Abschnitt 6 abrufen bedeutet hier: gespeicherte Informationen öffnen. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort abrufen. Das Wort Wirkstoff gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf, sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Wirkstoff noch einmal. Samira hört Stärke und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur: Stärke noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 6. Der Name auf der Schachtel kann anders aussehen als erwartet. Deshalb achtet Samira auch auf Wirkstoff und Stärke. Der wichtigste Ausdruck dieser Szene ist Wirkstoff und steht nun nicht mehr allein. 7. Das Medikament ist nicht vorrätig. In Szene 7 entsteht eine verwandte Alltagssituation. Der Ort ist weiterhin in der Apotheke. Die Apothekerin sucht in mehreren Schubladen. Das verordnete Produkt ist heute nicht im Lager. Ihr Ziel ist heute klar: ruhig nach einer Bestellung oder einer geeigneten Lösung fragen. In Szene 7 gilt: so bleibt die Wiederholung lebendig und klingt nicht wie eine Vokabelliste. Gespräch zu Abschnitt 7 Apothekerin: Dieses Produkt ist gerade nicht vorrätig. Samira: Können Sie es für mich bestellen? Apothekerin: Ja, es kommt wahrscheinlich am Nachmittag. Samira: Brauche ich das Medikament sofort? Apothekerin: Ich prüfe zuerst, was möglich und sicher ist. Samira: Bitte sagen Sie mir dann den nächsten Schritt.
Der Ablauf aus Szene 7 ist später leicht wiederzuerkennen. Wörter aus Abschnitt 7 vorrätig bedeutet hier direkt im Lager vorhanden. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort vorrätig. Das Wort bestellen gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort bestellen noch einmal. Samira hört abholen und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur abholen, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke: 7 Samira tauscht das Mittel nicht selbst gegen irgendein Produkt. Die Apothekerin prüft die passende Lösung. Die Situation verbindet abholen mit einer klaren Entscheidung. Achte: Ein anderer Hersteller jetzt wird in Szene 8 aus einem Begriff eine Handlung. Der Ort ist an einem ruhigeren Beratungsplatz. Eine passende Packung eines anderen Herstellers ist vorhanden. Farbe und Name sind etwas anders. Die Apothekerin erklärt den Unterschied. Ihr Ziel ist heute klar: Wirkstoff, Stärke und Anwendung vergleichen. In Szene 8 gilt: Du kannst einzelne Sätze leise mitsprechen oder einfach weiter zuhören. Gespräch zu Abschnitt 8 Samira: Warum sieht die Packung anders aus? Apothekerin: Sie kommt von einem anderen Hersteller. Samira: Ist der Wirkstoff trotzdem gleich? Apothekerin: Ja, auch die verordnete Stärke ist gleich. Samira: Bleibt meine Einnahme unverändert? Apothekerin: Für diese Packung gilt derselbe ärztliche Plan. Die Frage aus Szene 8 ist geklärt, ohne dass Samira allein entscheidet. Wörter aus Abschnitt 8 Hersteller bedeutet hier die Firma, die ein Produkt produziert. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Hersteller. Das Wort austauschen gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort austauschen noch einmal. Samira hört unverändert und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur unverändert, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke: 8 Samira lässt sich den Unterschied zeigen. Sie verlässt sich nicht nur auf Farbe oder Form der Packung. Samira schließt ihre Notiz mit dem Titel Ein anderer Hersteller. 9. Die Dosierung genau verstehen. Szene 9 beginnt ohne Eile. Der Ort ist am Beratungstisch. Jetzt geht es um die Menge. Die Apothekerin liest die Verordnung und schreibt die Zeiten gut sichtbar auf die Schachtel. Ihr Ziel ist heute klar: Menge, Zeitpunkt und Dauer korrekt wiederholen. In Szene 9 gilt: Beim Hören musst du nicht jedes Detail behalten. Achte zuerst auf Ort, Person und Handlung. Gespräch zu Abschnitt 9 Apothekerin: In ihrem Plan steht morgens eine Tablette. Samira: Und am Abend noch eine? Apothekerin: Ja, dazwischen nehmen Sie keine. Samira: Gilt das für 7 Tage? Apothekerin: Genau. Halten Sie sich an den ärztlichen Plan. Samira hole morgens eine, abends eine. Danach kann Samira den Punkt aus Szene 9 zunächst abschließen. Wörter aus Abschnitt 9 Dosis bedeutet hier eine einzelne festgelegte Menge. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Dosis. Das Wort Dosierung gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Dosierung noch einmal. Samira hört Einnahmedauer und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur Einnahmedauer, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke: 9 diese Zahlen sind nur Samiras persönliche Verordnung. Andere Menschen können einen anderen Plan haben.
Am Ende dieses Abschnitts kennt Samira ihren nächsten Schritt bei Dosis. 10. Vor oder nach dem Essen. Der nächste Alltagsschritt beginnt in Szene 10. Der Ort ist noch im Beratungsgespräch. Samira erinnert sich an ihre vorbereitete Frage. Sie möchte wissen, ob eine Mahlzeit für dieses Medikament wichtig ist. Ihr Ziel ist heute klar: den Zusammenhang zwischen Einnahme und Essen klären. In Szene 10 gilt: ein langes Fachwort wird leichter, wenn es in einem kurzen Satz steht. Gespräch zu Abschnitt 10 Samira. Soll ich die Tablette vor dem Essen nehmen? Apothekerin. Bei ihrem Mittel gilt der ärztliche Hinweis. Samira. Was bedeutet das genau für mich? Apothekerin. Nehmen Sie sie nach einer Mahlzeit ein. Samira. Muss der Abstand immer gleich sein? Apothekerin. Versuchen Sie einen regelmäßigen Tagesrhythmus. Mit dieser Antwort wird der nächste Schritt in Szene 10 übersichtlich. Wörter aus Abschnitt 10 nüchtern bedeutet hier ohne vorherige Mahlzeit. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort nüchtern. Das Wort Mahlzeit gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Mahlzeit noch einmal. Samira hört Abstand und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur: Abstand, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 10: Nicht jedes Medikament wird gleich eingenommen. Samira fragt deshalb speziell nach ihrem eigenen Mittel. Der wichtigste Ausdruck dieser Szene ist Mahlzeit und steht nun nicht mehr allein. 11. Mit welchem Getränk in Szene 11 verändert sich der Ort, doch das Thema bleibt klar. Der Ort ist direkt neben dem Wasserspender. Die Apothekerin zeigt auf ein Glas Wasser. Samira fragt auch nach Kaffee, Milch und Saft. Ihr Ziel ist heute klar: das passende Getränk für die Einnahme kennen. In Szene 11 gilt: im echten Gespräch darf eine Pause entstehen. Sie gibt Zeit zum Denken. Gespräch zu Abschnitt 11 Apothekerin. Nehmen Sie die Tablette mit Wasser. Samira, geht auch Kaffee am Morgen? Apothekerin, für dieses Mittel empfehle ich Wasser. Samira, wie viel Wasser brauche ich ungefähr? Apothekerin, ein normales Glas ist in Ihrem Fall sinnvoll. Samira, dann lege ich die Tablette neben mein Wasserglas. Die Information aus Szene 11 gehört nun zu einer konkreten Handlung. Wörter aus Abschnitt 11 schlucken bedeutet hier: etwas durch den Hals hinunterbringen. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort schlucken. Das Wort Getränk gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Getränk noch einmal. Samira hört empfehlen und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur: empfehlen, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 11. Bei anderen Medikamenten können andere Hinweise gelten. Die Packungsbeilage und die Beratung sind daher wichtig. Die Situation verbindet. Empfehlen mit einer klaren Entscheidung. 12. Tablette, Saft oder Tropfen. Ein kleiner Moment führt in Szene 12 zu einer neuen Frage. Der Ort ist vor einem Regal mit verschiedenen Arzneiformen. Samira sieht Tabletten, Säfte, Tropfen und Cremes. Die Apothekerin erklärt, dass die Form zur Anwendung passen muss. Ihr Ziel ist heute klar: verschiedene Arzneiformen unterscheiden. In Szene 12 gilt: eine klare Rückfrage ist besser als ein freundliches Nicken ohne Verständnis. Gespräch zu Abschnitt 12 Samira. Warum gibt es dasselbe Thema in vielen Formen? Apothekerin. Die Anwendung hängt vom Medikament ab.
Samira, darf ich eine Tablette immer teilen? Apothekerin, nein, fragen Sie vorher unbedingt nach. Samira, und Kapseln darf ich öffnen? Apothekerin, auch das ist nicht bei jeder Kapsel erlaubt. Dieser kurze Austausch verhindert in Szene 12 eine lange Unsicherheit. Wörter aus Abschnitt 12 Arzneiform bedeutet hier die Form eines Medikaments. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Arzneiform. Das Wort Kapsel gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Kapsel noch einmal. Samira hört teilen und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur teilen, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 12 Samira verändert die Arzneiform nicht selbst. Sie fragt, bevor sie eine Tablette teilt oder eine Kapsel öffnet. Samira schließt ihre Notiz mit dem Titel Tablette, Saft oder Tropfen. 13. Die Packungsbeilage Samira macht in Szene 13 einen weiteren praktischen Schritt. Der Ort ist an einem kleinen Tisch in der Apotheke. Die Apothekerin öffnet die Schachtel. Darin liegt ein gefaltetes Blatt mit vielen Informationen. Ihr Ziel ist heute klar: die wichtigsten Bereiche der Packungsbeilage finden. In Szene 13 gilt: Auch einfache Grammatik kann sehr wirksam sein, wenn die Information stimmt. Gespräch zu Abschnitt 13 Apothekerin. Dieses Blatt heißt Packungsbeilage. Samira, der Text sieht sehr lang aus. Apothekerin, wir suchen nur die wichtigen Stellen. Samira, wo finde ich die richtige Anwendung? Apothekerin, hier stehen Dosierung und Einnahmehinweise. Samira, und hier lese ich mögliche Nebenwirkungen. Samira geht nach Szene 13 erst weiter, als sie den Kern verstanden hat. Wörter aus Abschnitt 13 Packungsbeilage bedeutet hier das Informationsblatt in einer Medikamentenpackung. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Packungsbeilage. Das Wort Hinweis gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Hinweis noch einmal. Samira hört Anwendungsgebiet und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur Anwendungsgebiet, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 13 Samira muss nicht jedes Fachwort sofort verstehen. Sie markiert Fragen und bespricht sie mit Fachpersonen. Am Ende dieses Abschnitts kennt Samira ihren nächsten Schritt bei Packungsbeilage. 14. Nebenwirkungen ohne Panik lesen. Die Geschichte setzt sich in Szene 14 ruhig fort. Der Ort ist in einer vertraulichen Beratungsecke. Die Liste möglicher Nebenwirkungen macht Samira unruhig. Die Apothekerin erklärt, dass nicht jede genannte Reaktion bei jeder Person auftritt. Ihr Ziel ist heute klar: Informationen ernst nehmen, ohne vorschnell abzubrechen. In Szene 14 gilt: Die Wörter kehren später wieder, aber in einer anderen Situation. Gespräch zu Abschnitt 14 Samira. Auf dem Blatt stehen viele Nebenwirkungen. Apothekerin. Das bedeutet nicht, dass alle auftreten. Samira, welche Zeichen sind für mich besonders wichtig? Apothekerin, ich erkläre Ihnen die relevanten Warnzeichen. Samira, soll ich das Medikament bei jeder Kleinigkeit stoppen? Apothekerin, ändern Sie die Therapie nicht ohne fachlichen Rat. So entsteht in Szene 14 Ruhe, obwohl das Thema wichtig bleibt. Wörter aus Abschnitt 14 Nebenwirkung bedeutet hier eine unbeabsichtigte Wirkung. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Nebenwirkung.
Das Wort häufig gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf, sagt Samira. Bitte erklären Sie das Wort häufig noch einmal. Samira hört selten und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur selten noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 14. Bei neuen Beschwerden holt Samira Rat ein. Bei schweren Reaktionen wartet sie nicht ab. Der wichtigste Ausdruck dieser Szene ist häufig und steht nun nicht mehr allein. 15. Ein ernstes Warnzeichen. In Szene 15 entsteht eine verwandte Alltagssituation. Der Ort ist in einem kurzen Beispiel für den Notfall. Die Apothekerin beschreibt eine schwere allergische Reaktion. Atemnot, starke Schwellung oder Bewusstlosigkeit sind keine normalen Fragen für später. Ihr Ziel ist heute klar: zwischen einer normalen Rückfrage und einem Notfall unterscheiden. In Szene 15 gilt: So bleibt die Wiederholung lebendig und klingt nicht wie eine Vokabelliste. Gespräch zu Abschnitt 15 Samira. Was mache ich bei plötzlicher Atemnot? Apothekerin. Dann brauchen Sie sofort medizinische Hilfe. Samira. Rufe ich in Deutschland die 112? Apothekerin. Ja, bei einem akuten Notfall wählen Sie 112. Samira. Soll ich die Packung bereithalten? Apothekerin. Wenn möglich, nennen Sie das eingenommene Mittel. Der Ablauf aus Szene 15 ist später leicht wiederzuerkennen. Wörter aus Abschnitt 15 Atemnot bedeutet hier große Schwierigkeiten beim Atmen. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Atemnot. Das Wort Schwellung gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf, sagt Samira. Bitte erklären Sie das Wort Schwellung noch einmal. Samira hört Notfall und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur Notfall, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 15. Dieser Abschnitt soll nicht erschrecken. Er hilft nur, schwere Zeichen schnell zu erkennen. Die Situation verbindet Notfall mit einer klaren Entscheidung. 16. Andere Medikamente und Wechselwirkungen. Jetzt wird in Szene 16 aus einem Begriff eine Handlung. Der Ort ist wieder im normalen Beratungsgespräch. Samira zeigt ihren Medikamentenplan. Darauf stehen ein Allergiemittel und ein Nahrungsergänzungsmittel. Ihr Ziel ist heute klar: alle Mittel nennen und mögliche Wechselwirkungen prüfen lassen. In Szene 16 gilt: Du kannst einzelne Sätze leise mitsprechen oder einfach weiter zuhören. Gespräch zu Abschnitt 16 Apothekerin. Nehmen Sie noch andere Präparate? Samira. Ja, hier ist meine aktuelle Liste. Apothekerin. Auch dieses pflanzliche Produkt ist wichtig. Samira, ich dachte, pflanzlich sei immer unproblematisch. Apothekerin. Auch solche Mittel können sich beeinflussen. Samira, bitte prüfen Sie die Kombination für mich. Die Frage aus Szene 16 ist geklärt, ohne dass Samira allein entscheidet. Wörter aus Abschnitt 16 Wechselwirkung bedeutet hier eine gegenseitige Beeinflussung von Mitteln. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Wechselwirkung. Das Wort Präparat gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf, sagt Samira. Bitte erklären Sie das Wort Präparat noch einmal. Samira hört Kombination und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur Kombination noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 16 Samira nennt auch Vitamine, pflanzliche Produkte und selbst gekaufte Mittel. So ist die Prüfung vollständiger.
Samira schließt ihre Notiz mit dem Titel Andere Medikamente und Wechselwirkungen. 17. Rezeptfrei bedeutet nicht risikofrei. Szene 17 beginnt ohne Eile. Der Ort ist vor dem Regal für Selbstmedikation. Samira möchte zusätzlich einen Hustensaft kaufen. Sie nimmt nicht einfach die erste Packung aus dem Regal. Ihr Ziel ist heute klar: auch bei rezeptfreien Mitteln eine Beratung nutzen. In Szene 17 gilt: beim Hören musst du nicht jedes Detail behalten. Achte zuerst auf Ort, Person und Handlung. Gespräch zu Abschnitt 17. Samira: Kann ich diesen Hustensaft zusätzlich nehmen? Apothekerin: Ich frage zuerst nach Ihrem Husten. Samira: Er ist trocken und besonders nachts stark. Apothekerin: Seit wann besteht er? Samira: Seit 2 Tagen. Heute kam Fieber dazu. Apothekerin: Dann berücksichtigen wir auch die ärztliche Behandlung. Danach kann Samira den Punkt aus Szene 17 zunächst abschließen. Wörter aus Abschnitt 17: Rezeptfrei bedeutet hier ohne ärztliches Rezept erhältlich. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort rezeptfrei. Das Wort Selbstmedikation gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Selbstmedikation noch einmal. Samira hört Gegenanzeige und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur Gegenanzeige, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 17: Rezeptfrei heißt nicht automatisch passend. Alter, Krankheiten und andere Medikamente können eine Rolle spielen. Am Ende dieses Abschnitts kennt Samira ihren nächsten Schritt bei Rezeptfrei. 18. Allergien und besondere Situationen. Der nächste Alltagsschritt beginnt in Szene 18. Der Ort ist in einem weiteren Beratungsschritt. Die Apothekerin fragt nach Allergien, Schwangerschaft, Stillzeit und chronischen Krankheiten. Nicht jede Frage passt zu jeder Person, doch sie kann wichtig sein. Ihr Ziel ist heute klar: persönliche Faktoren offen nennen. In Szene 18 gilt: Ein langes Fachwort wird leichter, wenn es in einem kurzen Satz steht. Gespräch zu Abschnitt 18. Apothekerin: Sind Sie schwanger oder stillen Sie? Samira: Nein, beides trifft nicht zu. Apothekerin: Haben Sie Probleme mit Leber oder Nieren? Samira: Nein, ich habe aber eine Pollenallergie. Apothekerin: Danke. Solche Angaben helfen bei der Beratung. Samira: Ich werde Sie künftig direkt nennen. Mit dieser Antwort wird der nächste Schritt in Szene 18 übersichtlich. Wörter aus Abschnitt 18: Chronisch bedeutet hier über lange Zeit bestehend. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort chronisch. Das Wort Stillzeit gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Stillzeit noch einmal. Samira hört persönlicher Faktor und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur persönlicher Faktor, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 18: Samira beantwortet nur medizinisch relevante Fragen. Sie kann um eine diskrete Beratung bitten. Der wichtigste Ausdruck dieser Szene ist Stillzeit und steht nun nicht mehr allein. 19. Eine diskrete Beratung. In Szene 19 verändert sich der Ort, doch das Thema bleibt klar. Der Ort ist in einem separaten Beratungsraum. Im Verkaufsraum warten mehrere Menschen. Samira möchte nicht laut über alle Beschwerden sprechen. Ihr Ziel ist heute klar: freundlich um mehr Privatsphäre bitten. In Szene 19 gilt:
Im echten Gespräch darf eine Pause entstehen. Sie gibt Zeit zum Denken. Gespräch zu Abschnitt 19 Samira. Können wir etwas leiser sprechen? Apothekerin, gern. Wir können den Beratungsraum nutzen. Samira, danke. Es geht um eine persönliche Frage. Apothekerin, nehmen Sie bitte hier Platz. Samira, jetzt kann ich die Situation besser erklären. Apothekerin, wir gehen Ihre Fragen in Ruhe durch. Die Information aus Szene 19 gehört nun zu einer konkreten Handlung. Wörter aus Abschnitt 19 diskret bedeutet hier zurückhaltend und vertraulich. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort diskret. Das Wort Privatsphäre gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Privatsphäre noch einmal. Samira hört Beratungsraum und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur Beratungsraum noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 19. Eine Bitte um Privatsphäre ist normal. Sie verbessert oft auch die Verständlichkeit des Gesprächs. Die Situation verbindet Beratungsraum mit einer klaren Entscheidung. 20. Die Zuzahlung verstehen. Ein kleiner Moment führt in Szene 20 zu einer neuen Frage. Der Ort ist an der Kasse. Die Apothekerin nennt einen Betrag. Samira versteht nicht sofort, warum sie etwas bezahlen muss. Ihr Ziel ist heute klar: Kosten und Beleg ruhig klären. In Szene 20 gilt: Eine klare Rückfrage ist besser als ein freundliches Nicken ohne Verständnis. Gespräch zu Abschnitt 20 Apothekerin. Für diese Packung fällt eine Zuzahlung an. Samira, können Sie mir den Betrag erklären? Apothekerin, er hängt von den geltenden Regeln und Ihrem Fall ab. Samira, bekomme ich einen Kassenbon? Ja, ich lege ihn in die Tüte. Samira, danke. Dann kann ich alles später prüfen. Dieser kurze Austausch verhindert in Szene 20 eine lange Unsicherheit. Wörter aus Abschnitt 20 Zuzahlung bedeutet hier ein eigener Kostenanteil. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Zuzahlung. Das Wort Betrag gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Betrag noch einmal. Samira hört Kassenbon und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur Kassenbon noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 20 Samira vergleicht den Betrag nicht mit fremden Fällen. Versicherungsstatus und Medikament können Unterschiede machen. Samira schließt ihre Notiz mit dem Titel Die Zuzahlung verstehen. 21. Zu Hause wird alles geordnet. Samira macht in Szene 21 einen weiteren praktischen Schritt. Der Ort ist am Küchentisch. Samira legt die neue Schachtel neben ihren Plan. Sie liest Name, Stärke und Einnahmezeiten noch einmal. Ihr Ziel ist heute klar: Verwechslungen verhindern und einen einfachen Ablauf schaffen. In Szene 21 gilt: Auch einfache Grammatik kann sehr wirksam sein, wenn die Information stimmt. Gespräch zu Abschnitt 21 Samira. Name und Stärke stimmen überein. Bruder, soll ich dir eine Erinnerung einstellen? Samira, ja, eine am Morgen und eine am Abend. Bruder, wo bewahrst du die Packung auf? Samira, an einem trockenen, sicheren Ort. Bruder, dann liegt sie nicht neben Lebensmitteln. Samira geht nach Szene 21 erst weiter, als sie den Kern verstanden hat. Wörter aus Abschnitt 21 aufbewahren bedeutet hier etwas sicher an einem Ort lagern. Ein kurzer Satz lautet:
Ich habe eine Frage zum Wort aufbewahren. Das Wort verwechseln gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf, sagt Samira. Bitte erklären Sie das Wort verwechseln noch einmal. Samira hört Erinnerung und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur Erinnerung. Noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 21. Samira übernimmt die Lagerungshinweise der Packung. Manche Medikamente brauchen besondere Bedingungen. Am Ende dieses Abschnitts kennt Samira ihren nächsten Schritt bei Aufbewahren. 22. Die erste Einnahme. Die Geschichte setzt sich in Szene 22 ruhig fort. Der Ort ist nach dem Abendessen. Samira setzt sich mit einem Glas Wasser hin. Sie prüft noch einmal die Aufschrift und nimmt nur die vorgesehene Dosis. Ihr Ziel ist heute klar: die erste Anwendung ohne Hektik durchführen. In Szene 22 gilt: die Wörter kehren später wieder, aber in einer anderen Situation. Gespräch zu Abschnitt 22. Bruder: Bist du sicher, dass jetzt die richtige Zeit ist? Samira: Ja, es steht auf dem Plan und der Schachtel. Bruder: Hast du heute schon eine genommen? Samira: Nein, das ist meine erste Dosis. Bruder: Dann hake sie auf deiner Liste ab. Samira: Gute Idee. So vermeide ich eine doppelte Einnahme. So entsteht in Szene 22 Ruhe, obwohl das Thema wichtig bleibt. Wörter aus Abschnitt 22 abhaken bedeutet hier einen erledigten Punkt markieren. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort abhaken. Das Wort doppelt gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf, sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort doppelt noch einmal. Samira hört Einnahmezeit und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur Einnahmezeit noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 22. Ein einfacher Haken kann helfen. Bei Unsicherheit fragt Samira, statt eine weitere Dosis zu nehmen. Der wichtigste Ausdruck dieser Szene ist doppelt und steht nun nicht mehr allein. 23. Was tun bei einer vergessenen Dosis? In Szene 23 entsteht eine verwandte Alltagssituation. Der Ort ist am nächsten Morgen. Samira ist unsicher, ob sie am Abend wirklich alles korrekt notiert hat. Sie findet keine eindeutige Antwort in ihrem Gedächtnis. Ihr Ziel ist heute klar: nicht raten und keine doppelte Menge nehmen. In Szene 23 gilt: So bleibt die Wiederholung lebendig und klingt nicht wie eine Vokabelliste. Gespräch zu Abschnitt 23 Samira: Ich bin bei der letzten Einnahme unsicher. Apotheke am Telefon: Nehmen Sie nicht einfach eine doppelte Menge. Samira: Welche Information brauchen Sie von mir? Apotheke: Nennen Sie Medikament, Stärke und Ihren Plan. Samira: Ich lese die Angaben direkt von der Schachtel. Apotheke: Gut. Dann besprechen wir Ihren konkreten Fall. Der Ablauf aus Szene 23 ist später leicht wiederzuerkennen. Wörter aus Abschnitt 23 vergessen bedeutet hier: sich später nicht an etwas erinnern. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort vergessen. Das Wort nachholen gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf, sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort nachholen noch einmal. Samira hört doppelte Dosis und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur doppelte Dosis noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 23. Die richtige Lösung hängt vom Medikament ab.
Darum holt Samira konkrete fachliche Hilfe. Die Situation verbindet doppelte Dosis mit einer klaren Entscheidung. 24. Ein leichter Schwindel. Jetzt wird in Szene 24 aus einem Begriff eine Handlung. Der Ort ist am 2. Behandlungstag. Samira fühlt sich kurz schwindelig. Sie setzt sich hin und prüft, ob weitere Beschwerden dazukommen. Ihr Ziel ist heute klar: eine neue Reaktion sachlich beschreiben und Rat suchen. In Szene 24 gilt: Du kannst einzelne Sätze leise mitsprechen oder einfach weiter zuhören. Gespräch zu Abschnitt 24 Samira: Seit der Einnahme ist mir etwas schwindelig. Apothekerin: Wie stark ist der Schwindel? Samira: Leicht. Ich kann normal sprechen und atmen. Apothekerin: Gibt es Ausschlag oder Schwellungen? Samira: Nein, diese Zeichen habe ich nicht. Apothekerin: Ich erkläre Ihnen jetzt das weitere Vorgehen. Die Frage aus Szene 24 ist geklärt, ohne dass Samira allein entscheidet. Wörter aus Abschnitt 24 Schwindel bedeutet hier das Gefühl, dass sich alles dreht. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Schwindel. Das Wort Ausschlag gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Ausschlag noch einmal. Samira hört beobachten und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur beobachten, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 24 Samira beschreibt Stärke, Beginn und weitere Zeichen. So kann die Fachperson die Situation besser einschätzen. Samira schließt ihre Notiz mit dem Titel Ein leichter Schwindel. 25. Rücksprache mit der Arztpraxis. Szene 25 beginnt ohne Eile. Der Ort ist bei einem Telefonat am Nachmittag. Die Apothekerin empfiehlt eine Rücksprache mit der Arztpraxis. Samira hält Medikament und Packung bereit. Ihr Ziel ist heute klar: den Verlauf klar und kurz schildern. In Szene 25 gilt: Beim Hören musst du nicht jedes Detail behalten. Achte zuerst auf Ort, Person und Handlung. Gespräch zu Abschnitt 25 Praxis. Was hat sich seit dem Termin verändert? Samira: Heute kam leichter Schwindel dazu. Praxis: Wann haben Sie die letzte Dosis genommen? Samira: Heute Morgen nach dem Frühstück. Praxis: Haben Sie das Medikament sonst vertragen? Samira: Bisher gab es keine weiteren Probleme. Danach kann Samira den Punkt aus Szene 25 zunächst abschließen. Wörter aus Abschnitt 25 Rücksprache bedeutet hier ein klärendes Gespräch mit einer Fachperson. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Rücksprache. Das Wort Verlauf gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Verlauf noch einmal. Samira hört vertragen und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur vertragen noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 25 Samira ändert die Behandlung nicht allein. Sie folgt der individuellen Rückmeldung aus der Praxis. Am Ende dieses Abschnitts kennt Samira ihren nächsten Schritt bei Rücksprache. 26. Medikamente für ein Kind. Der nächste Alltagsschritt beginnt in Szene 26. Der Ort ist einige Wochen später mit Samiras Schwester. Samiras Schwester braucht ein Mittel für ihren kleinen Sohn. Samira begleitet sie in die Apotheke. Ihr Ziel ist heute klar: Alter, Gewicht und genaue Messhilfe beachten. In Szene 26 gilt:
Ein langes Fachwort wird leichter, wenn es in einem kurzen Satz steht. Gespräch zu Abschnitt 26 Mutter. Mein Sohn ist 4 Jahre alt. Apotheker, wie viel wiegt er ungefähr? Mutter, 17 Kilogramm. Apotheker, ich zeige Ihnen die passende Messspritze. Mutter, kann ich einen normalen Löffel nehmen? Apotheker, nutzen Sie bitte die vorgesehene Messhilfe. Mit dieser Antwort wird der nächste Schritt in Szene 26 übersichtlich. Wörter aus Abschnitt 26 Messspritze bedeutet hier eine Spritze ohne Nadel zum genauen Abmessen. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Messspritze. Das Wort Milliliter gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Milliliter noch einmal. Samira hört kindersicher und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur: kindersicher, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke: 26 Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Die Familie verwendet nur eine ausdrücklich passende Dosierung. Der wichtigste Ausdruck dieser Szene ist Milliliter und steht nun nicht mehr allein. 27. Viele Medikamente bei einer älteren Person. In Szene 27 verändert sich der Ort, doch das Thema bleibt klar. Der Ort ist bei Samiras Nachbar Herrn Weber. Herr Weber nimmt mehrere Medikamente. Die Schachteln sehen ähnlich aus. Samira hilft ihm, einen Termin zur Beratung zu vereinbaren. Ihr Ziel ist heute klar: eine vollständige Liste erstellen und Doppelungen vermeiden. In Szene 27 gilt: Im echten Gespräch darf eine Pause entstehen. Sie gibt Zeit zum Denken. Gespräch zu Abschnitt 27 Herr Weber. Ich verliere bei den Packungen den Überblick. Samira, wir schreiben zuerst alle Namen auf. Apothekerin, bringen Sie auch selbst gekaufte Mittel mit. Herr Weber, soll ich Vitamine ebenfalls nennen? Apothekerin, ja, eine vollständige Liste ist hilfreich. Samira, dann prüfen wir alles gemeinsam. Die Information aus Szene 27 gehört nun zu einer konkreten Handlung. Wörter aus Abschnitt 27 Medikation bedeutet hier alle Medikamente einer Person zusammen. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Medikation. Das Wort Doppelung gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Doppelung noch einmal. Samira hört Überblick und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur: Überblick, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 27 Herr Weber wirft nichts spontan weg. Zuerst werden die Angaben professionell geprüft. Die Situation verbindet Überblick mit einer klaren Entscheidung. 28. Der aktuelle Medikamentenplan. Ein kleiner Moment führt in Szene 28 zu einer neuen Frage. Der Ort ist bei einer ausführlichen Beratung. Die Apothekerin ordnet Herrn Webers Liste. Für jedes Mittel stehen Name, Stärke, Zeitpunkt und Grund der Anwendung. Ihr Ziel ist heute klar: einen verständlichen und aktuellen Plan nutzen. In Szene 28 gilt: Eine klare Rückfrage ist besser als ein freundliches Nicken ohne Verständnis. Gespräch zu Abschnitt 28 Apothekerin. Dieser Plan muss immer aktuell bleiben. Herr Weber, was mache ich nach einer Änderung? Apothekerin, lassen Sie die neue Information eintragen. Samira, soll der Plan zu jedem Arzttermin mit? Apothekerin, ja, nehmen Sie ihn auch in die Apotheke mit. Herr Weber, dann lege ich eine Kopie in meine Tasche.
Dieser kurze Austausch verhindert in Szene 28 eine lange Unsicherheit. Wörter aus Abschnitt 28 aktuell bedeutet hier auf dem neuesten Stand. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort aktuell. Das Wort eintragen gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort eintragen noch einmal. Samira hört Therapie und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur: Therapie noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 28. Ein alter Plan kann zu Fehlern führen. Deshalb prüft Herr Weber das Datum auf seiner Liste. Samira schließt ihre Notiz mit dem Titel Der aktuelle Medikamentenplan. 29. Medikamente richtig lagern. Samira macht in Szene 29 einen weiteren praktischen Schritt. Der Ort ist in Samiras Badezimmer und Küche. Samira prüft ihre Hausapotheke. Im Badezimmer ist es oft feucht. In der Küche wird es beim Kochen warm. Ihr Ziel ist heute klar: Lagerungshinweise lesen und einen sicheren Ort wählen. In Szene 29 gilt: Auch einfache Grammatik kann sehr wirksam sein, wenn die Information stimmt. Gespräch zu Abschnitt 29. Samira: Ist das Badezimmer ein guter Lagerort? Apothekerin am Telefon: Feuchtigkeit kann problematisch sein. Samira: Dann nutze ich einen trockenen Schrank. Apothekerin: Achten Sie zusätzlich auf die Temperaturangabe. Samira: Die Medikamente bleiben außerhalb der Kinderhände. Apothekerin: Das ist besonders wichtig. Samira geht nach Szene 29 erst weiter, als sie den Kern verstanden hat. Wörter aus Abschnitt 29 lagern bedeutet hier: über längere Zeit an einem Ort aufbewahren. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort lagern. Das Wort Feuchtigkeit gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Feuchtigkeit noch einmal. Samira hört Originalverpackung und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur: Originalverpackung noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 29. Samira lässt Beipackzettel und Schachtel zusammen. So bleiben Name, Stärke und Hinweise erhalten. Am Ende dieses Abschnitts kennt Samira ihren nächsten Schritt bei Lagern. 30. Ein Medikament für den Kühlschrank. Die Geschichte setzt sich in Szene 30 ruhig fort. Der Ort ist bei einer neuen Abholung. Ein anderes Medikament muss kühl gelagert werden. Die Apothekerin erklärt den Transport und den Platz im Kühlschrank. Ihr Ziel ist heute klar: die Kühlkette nach persönlicher Anleitung einhalten. In Szene 30 gilt: Die Wörter kehren später wieder, aber in einer anderen Situation. Gespräch zu Abschnitt 30 Apothekerin: Dieses Mittel braucht eine kühle Lagerung. Samira: Darf es direkt an die Rückwand? Apothekerin: Vermeiden Sie ein Einfrieren. Samira: Wie transportiere ich es nach Hause? Apothekerin: Ich gebe Ihnen einen passenden Hinweis. Samira: Dann fahre ich ohne langen Umweg nach Hause. So entsteht in Szene 30 Ruhe, obwohl das Thema wichtig bleibt. Wörter aus Abschnitt 30 Kühlkette bedeutet hier: eine durchgehend passende, niedrige Temperatur. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Kühlkette. Das Wort einfrieren gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort einfrieren noch einmal. Samira hört Transport und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur Transport
noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 30. Nicht jedes Medikament gehört in den Kühlschrank. Samira folgt nur der konkreten Lagerungsangabe. Der wichtigste Ausdruck dieser Szene ist Einfrieren und steht nun nicht mehr allein. 31. Unterwegs und auf Reisen in Szene 31 entsteht eine verwandte Alltagssituation. Der Ort ist bei der Planung einer Zugreise. Samira möchte ihre Medikamente für 3 Tage mitnehmen. Sie zählt die nötigen Dosen und nimmt eine kleine Reserve mit. Ihr Ziel ist heute klar: Medikamente sicher und eindeutig verpackt transportieren. In Szene 31 gilt: So bleibt die Wiederholung lebendig und klingt nicht wie eine Vokabelliste. Gespräch zu Abschnitt 31 Samira: Soll ich die Tabletten in eine lose Dose legen? Apothekerin: Die Originalverpackung ist oft hilfreicher. Samira: Dann bleiben Name und Stärke sichtbar. Apothekerin: Nehmen Sie auch Ihren Plan mit. Samira: Was mache ich bei einer Zeitverschiebung? Apothekerin: Das klären Sie vor einer längeren Reise individuell. Der Ablauf aus Szene 31 ist später leicht wiederzuerkennen. Wörter aus Abschnitt 31 Reserve bedeutet hier eine zusätzliche Menge für einen möglichen Bedarf. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Reserve. Das Wort Zeitverschiebung gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Zeitverschiebung noch einmal. Samira hört Reiseapotheke und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur Reiseapotheke, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 31. Für Flugreisen oder besondere Medikamente können weitere Regeln gelten. Samira informiert sich frühzeitig. Die Situation verbindet Reiseapotheke mit einer klaren Entscheidung. 32. Das Verfallsdatum. Jetzt wird in Szene 32 aus einem Begriff eine Handlung. Der Ort ist beim Aufräumen der Hausapotheke. Samira findet eine alte Packung. Das Datum ist abgelaufen und die Schachtel ist beschädigt. Ihr Ziel ist heute klar: Alte oder unklare Medikamente nicht einfach weiterverwenden. In Szene 32 gilt: Du kannst einzelne Sätze leise mitsprechen oder einfach weiter zuhören. Gespräch zu Abschnitt 32 Samira: Kann ich diese alten Tabletten noch nehmen? Apothekerin: Verwenden Sie keine unklaren oder beschädigten Packungen. Samira: Wie entsorge ich sie richtig? Apothekerin: Das kann örtlich unterschiedlich geregelt sein. Samira: Wo finde ich die Regel meiner Stadt? Apothekerin: Fragen Sie die Apotheke oder die kommunale Stelle. Die Frage aus Szene 32 ist geklärt, ohne dass Samira allein entscheidet. Wörter aus Abschnitt 32 Verfallsdatum bedeutet hier das Datum für die vorgesehene Verwendbarkeit. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Verfallsdatum. Das Wort beschädigt gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort beschädigt noch einmal. Samira hört entsorgen und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur entsorgen, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 32 Samira kippt Medikamente nicht in die Toilette. Sie prüft den vorgesehenen Entsorgungsweg vor Ort. Samira schließt ihre Notiz mit dem Titel Das Verfallsdatum. 33. Der Apothekennotdienst Szene 33 beginnt ohne Eile. Der Ort ist an einem Sonntagabend.
Samiras Bruder braucht dringend ein verordnetes Medikament. Die normalen Apotheken in der Nähe sind geschlossen. Ihr Ziel ist heute klar: eine geöffnete Notdienstapotheke finden und den Weg vorbereiten. In Szene 33 gilt: beim Hören musst du nicht jedes Detail behalten. Achte zuerst auf Ort, Person und Handlung. Gespräch zu Abschnitt 33 Bruder. Wo finden wir jetzt eine offene Apotheke? Samira, wir suchen nach dem Apothekennotdienst. Bruder, ist jede Apotheke die ganze Nacht offen? Samira, nein, der Dienst wechselt nach einem Plan. Apotheker, rufen Sie bei Unsicherheit vorher kurz an. Samira, wir nehmen Rezept und Gesundheitskarte mit. Danach kann Samira den Punkt aus Szene 33 zunächst abschließen. Wörter aus Abschnitt 33: Notdienst bedeutet hier ein Dienst außerhalb normaler Öffnungszeiten. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Notdienst. Das Wort Öffnungszeit gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Öffnungszeit noch einmal. Samira hört dringend und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur: dringend noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 33: Ein Notdienst ersetzt keinen Rettungsdienst. Bei einem akuten medizinischen Notfall gilt weiterhin die 112. Am Ende dieses Abschnitts kennt Samira ihren nächsten Schritt bei Notdienst. 34. Ein Rezept ist nicht mehr verfügbar. Der nächste Alltagsschritt beginnt in Szene 34. Der Ort ist bei einer späteren Abholung. Samira erwartet ein weiteres Medikament. In der Apotheke ist jedoch keine passende, offene Verordnung sichtbar. Ihr Ziel ist heute klar: Arztpraxis und Apotheke gezielt kontaktieren. In Szene 34 gilt: Ein langes Fachwort wird leichter, wenn es in einem kurzen Satz steht. Gespräch zu Abschnitt 34 Samira: Ich dachte, es gibt noch ein zweites Rezept. Apothekerin: Im System sehe ich heute keine weitere Verordnung. Samira, kann das E-Rezept noch nicht übertragen sein? Apothekerin: Das muss die Arztpraxis prüfen. Samira: Welche Angaben soll ich dort nennen? Apothekerin: Nennen Sie Name, Geburtsdatum und das erwartete Mittel. Mit dieser Antwort wird der nächste Schritt in Szene 34 übersichtlich. Wörter aus Abschnitt 34: Verordnung bedeutet hier die ärztliche Festlegung eines Medikaments. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Verordnung. Das Wort übertragen gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort übertragen noch einmal. Samira hört verfügbar und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur: verfügbar, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 34 Samira bittet nicht um eine improvisierte Lösung. Sie klärt zuerst, ob eine gültige Verordnung vorliegt. Der wichtigste Ausdruck dieser Szene ist übertragen und steht nun nicht mehr allein. 35. Eine telefonische Rückfrage. In Szene 35 verändert sich der Ort, doch das Thema bleibt klar. Der Ort ist zu Hause mit Schachtel und Notizblock. Auf der Schachtel steht eine Abkürzung. Samira möchte sie nicht falsch verstehen und ruft die Apotheke an. Ihr Ziel ist heute klar: am Telefon alle nötigen Produktdaten nennen. In Szene 35 gilt: Im echten Gespräch darf eine Pause entstehen. Sie gibt Zeit zum Denken. Gespräch zu Abschnitt 35 Apotheke.
Welche Packung liegt vor Ihnen? Samira, ich lese zuerst den vollständigen Namen vor. Apotheke, nennen Sie bitte auch die Stärke. Samira, die Stärke steht direkt unter dem Namen. Apotheke, welche Abkürzung ist unklar? Samira, ich buchstabiere sie langsam. Die Information aus Szene 35 gehört nun zu einer konkreten Handlung. Wörter aus Abschnitt 35 Abkürzung bedeutet hier eine kurze Form eines längeren Ausdrucks. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Abkürzung. Das Wort buchstabieren gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf, sagt Samira, bitte erklären Sie das Wort buchstabieren noch einmal. Samira hört vollständig und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur vollständig noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 35 Samira beschreibt nicht nur die Farbe. Produktname, Stärke und Darreichungsform sind genauer. Die Situation verbindet vollständig mit einer klaren Entscheidung. 36. Deutsch ist heute zu schnell. Ein kleiner Moment führt in Szene 36 zu einer neuen Frage. Der Ort ist bei einem neuen Beratungsgespräch. Samira ist müde. Die langen Wörter klingen schneller als sonst. Sie bittet offen um einfache Sprache. Ihr Ziel ist heute klar: sprachliche Unterstützung aktiv nutzen. In Szene 36 gilt: Eine klare Rückfrage ist besser als ein freundliches Nicken ohne Verständnis. Gespräch zu Abschnitt 36 Samira. Ich lerne noch Deutsch. Bitte sprechen Sie langsam. Apotheker, natürlich. Welcher Punkt ist zuerst wichtig? Samira, ich möchte die Einnahmezeiten verstehen. Apotheker, ich schreibe morgens und abends auf. Samira, können Sie auch ein Symbol daneben setzen? Apotheker, ja, eine Sonne und einen Mond. Dieser kurze Austausch verhindert in Szene 36 eine lange Unsicherheit. Wörter aus Abschnitt 36, einfache Sprache bedeutet hier kurze und klare Formulierungen. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort einfache Sprache. Das Wort Symbol gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf, sagt Samira, bitte erklären Sie das Wort Symbol noch einmal. Samira hört wiederholen und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur wiederholen, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 36. Ein Bild ersetzt nicht jede Erklärung. Es kann aber helfen, einen bereits erklärten Plan zu merken. Samira schließt ihre Notiz mit dem Titel Deutsch ist heute zu schnell. 37. Eine Begleitperson hilft Samira, macht in Szene 37 einen weiteren praktischen Schritt. Der Ort ist in einer großen Apotheke. Bei einem komplizierten Termin begleitet Samiras Freundin sie. Samira bleibt trotzdem die wichtigste Gesprächspartnerin. Ihr Ziel ist heute klar: Unterstützung nutzen und eigene Fragen stellen. In Szene 37 gilt: Auch einfache Grammatik kann sehr wirksam sein, wenn die Information stimmt. Gespräch zu Abschnitt 37 Freundin. Soll ich die wichtigsten Punkte mitschreiben? Samira, bitte lass mich zuerst selbst antworten. Apothekerin, das machen wir gern in Ihrem Tempo. Samira, ich beginne mit meiner Medikamentenliste. Freundin, danach prüfe ich, ob noch eine Frage fehlt. Samira, so bleibt das Gespräch bei meiner Situation. Samira geht nach Szene 37 erst weiter, als sie den Kern verstanden hat.
Wörter aus Abschnitt 37 Begleitperson bedeutet hier jemand, der unterstützend mitkommt. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Begleitperson. Das Wort mitschreiben gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort mitschreiben noch einmal. Samira hört Einverständnis und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur Einverständnis, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 37 Samira entscheidet, welche Informationen ihre Freundin hören darf. Unterstützung und Privatsphäre passen zusammen. Am Ende dieses Abschnitts kennt Samira ihren nächsten Schritt bei Begleitperson. 38. Ein praktischer Dialog zum Wiederholen. Die Geschichte setzt sich in Szene 38 ruhig fort. Der Ort ist in einer ruhigen Übungsszene. Samira übt einen vollständigen Apothekenbesuch. Die Sätze bleiben kurz, aber das Gespräch hat einen klaren Anfang und ein klares Ende. Ihr Ziel ist heute klar: mehrere wichtige Fragen in natürlicher Reihenfolge verbinden. In Szene 38 gilt: Die Wörter kehren später wieder, aber in einer anderen Situation. Gespräch zu Abschnitt 38 Samira: Guten Tag. Ich möchte dieses Rezept einlösen. Apothekerin: Gern. Ich prüfe zuerst die Verordnung. Samira: Ist das Medikament sofort verfügbar? Apothekerin: Ich erkläre Ihnen nun die Anwendung. Samira: Wann und wie lange nehme ich es? Apothekerin: Ich schreibe den persönlichen Plan auf. Samira: Gibt es wichtige Wechselwirkungen? Apothekerin: Dafür brauche ich Ihre vollständige Medikamentenliste. So entsteht in Szene 38 Ruhe, obwohl das Thema wichtig bleibt. Wörter aus Abschnitt 38, Reihenfolge bedeutet hier die Ordnung von mehreren Schritten. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Reihenfolge. Das Wort Rückfrage gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Rückfrage noch einmal. Samira hört Zusammenfassung und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur Zusammenfassung, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 38. Am Ende fasst Samira zusammen: Die Apothekerin kann sofort korrigieren, falls etwas falsch angekommen ist. Der wichtigste Ausdruck dieser Szene ist Rückfrage und steht nun nicht mehr allein. 39. Samiras eigene Checkliste. In Szene 39 entsteht eine verwandte Alltagssituation. Der Ort ist an ihrem Schreibtisch. Nach mehreren Erfahrungen erstellt Samira eine kleine Checkliste. Sie ist keine medizinische Anleitung, sondern eine Hilfe für gute Gespräche. Ihr Ziel ist heute klar: den nächsten Apothekenbesuch einfach vorbereiten. In Szene 39 gilt: So bleibt die Wiederholung lebendig und klingt nicht wie eine Vokabelliste. Gespräch zu Abschnitt 39 Samira: Erstens nehme ich Rezept oder Gesundheitskarte mit. Bruder: Zweitens kommt ein aktueller Medikamentenplan. Samira: Drittens notiere ich Allergien und Beschwerden. Bruder: Viertens schreibst du offene Fragen auf. Samira: Fünftens wiederhole ich die Anwendung. Bruder: Und bei Unsicherheit fragst du erneut nach. Der Ablauf aus Szene 39 ist später leicht wiederzuerkennen. Wörter aus Abschnitt 39, Checkliste bedeutet hier eine kurze Liste zum Prüfen. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Checkliste. Das Wort
Vorbereiten gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort vorbereiten noch einmal. Samira hört Sicherheit und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur Sicherheit, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 39. Die Checkliste bleibt kurz. Zu viele Punkte würden Samira eher verwirren als unterstützen. Die Situation verbindet Sicherheit mit einer klaren Entscheidung. 40. Ein ruhiger Blick zurück. Jetzt wird in Szene 40 aus einem Begriff eine Handlung. Der Ort ist zu Hause nach der Genesung. Samira fühlt sich wieder besser. Sie räumt ihre Unterlagen auf und denkt an den ersten unsicheren Apothekenbesuch zurück. Ihr Ziel ist heute klar: Wörter mit echten Erfahrungen verbinden. In Szene 40 gilt: Du kannst einzelne Sätze leise mitsprechen oder einfach weiter zuhören. Gespräch zu Abschnitt 40 Samira. Am Anfang war E-Rezept ein fremdes Wort. Freundin, heute weißt du, welchen Schritt es beschreibt. Samira, Dosierung bedeutet für mich jetzt einen genauen Plan. Freundin, und Wechselwirkung erinnert dich an die Medikamentenliste. Samira, ich muss nicht jedes Fachwort allein lösen. Freundin, eine klare Frage bringt dich oft weiter. Die Frage aus Szene 40 ist geklärt, ohne dass Samira allein entscheidet. Wörter aus Abschnitt 40 Genesung bedeutet hier das schrittweise gesund werden. Ein kurzer Satz lautet: Ich habe eine Frage zum Wort Genesung. Das Wort Erfahrung gehört in dieser Szene zu einer konkreten Handlung. Bei Bedarf sagt Samira: Bitte erklären Sie das Wort Erfahrung noch einmal. Samira hört Vertrauen und verbindet es mit diesem Ort. Für ihre Notiz schreibt sie nur Vertrauen, noch einmal prüfen. Praktischer Gedanke 40 Samira hat nicht nur Wörter gelernt. Sie hat gelernt, bei wichtigen Informationen langsam und genau zu handeln. Samira schließt ihre Notiz mit dem Titel Ein ruhiger Blick zurück. Kurze Hörsituationen für den Alltag Situation 1 Problem. Das Rezept ist nicht auf der Karte sichtbar. Eine passende Frage lautet: Ist die Verordnung schon elektronisch verfügbar? Samira bittet die Arztpraxis um eine Prüfung. Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 1. Situation 2 Problem. Der Name der Packung klingt anders. Eine passende Frage lautet: Ist Wirkstoff und Stärke trotzdem gleich? Die Apothekerin vergleicht die Angaben. Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 2. Situation 3 Problem. Die Einnahmezeit ist unklar. Eine passende Frage lautet: Wann genau nehme ich die nächste Dosis? Samira liest ihren persönlichen Plan vor. Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 3. Situation 4 Problem. Die Tablette ist sehr groß. Eine passende Frage lautet: Darf dieses Medikament geteilt werden? Die Fachperson prüft die konkrete Arzneiform. Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 4. Situation 5 Problem. Samira nimmt bereits ein Allergiemittel. Eine passende Frage lautet: Gibt es eine Wechselwirkung mit meinem anderen Mittel? Sie zeigt ihre vollständige Liste. Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 5. Situation 6 Problem. Auf dem Beipackzettel steht selten. Eine passende Frage lautet: Was bedeutet diese Häufigkeit in einfachen Worten? Die Apothekerin erklärt den Begriff ohne Panik.
Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 6. Situation 7 Problem. Eine Packung ist beschädigt. Eine passende Frage lautet: Kann ich dieses Medikament noch sicher verwenden? Samira verwendet es nicht ohne Prüfung. Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 7. Situation 8 Problem. Das Kind spuckt einen Teil des Saftes aus. Eine passende Frage lautet: Wie sollen wir jetzt konkret vorgehen? Die Mutter gibt nicht automatisch eine zweite Menge. Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 8. Situation 9 Problem. Herr Weber hat 2 ähnliche Schachteln. Eine passende Frage lautet: Sind diese Medikamente möglicherweise doppelt? Die Apotheke prüft beide Packungen. Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 9. Situation 10 Problem. Am Sonntag ist die Apotheke geschlossen. Eine passende Frage lautet: Wo finde ich den heutigen Apothekennotdienst? Samira sucht den offiziell angegebenen Dienst. Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 10. Situation 11 Problem. Samira reist in eine andere Zeitzone. Eine passende Frage lautet: Wie passe ich die Einnahmezeiten sicher an? Sie klärt den Plan vor der Abreise. Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 11. Situation 12 Problem. Nach der Einnahme entsteht starke Atemnot. Eine passende Frage lautet: Brauche ich sofort den Rettungsdienst? Bei einem akuten Notfall wird die 112 gewählt. Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 12. Situation 13 Problem. Die alte Packung ist abgelaufen. Eine passende Frage lautet: Wie ist die Entsorgung in meiner Stadt geregelt? Samira fragt nach dem örtlichen Weg. Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 13. Situation 14 Problem. Die Apothekerin spricht sehr schnell. Eine passende Frage lautet: Können Sie bitte langsamer und in kurzen Sätzen sprechen? Das Gespräch wird ruhiger. Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 14. Situation 15 Problem. Samira versteht eine Abkürzung nicht. Eine passende Frage lautet: Können Sie die Buchstaben bitte einzeln nennen? Sie notiert die Erklärung neben der Abkürzung. Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 15. Situation 16 Problem. Das Medikament muss gekühlt werden. Eine passende Frage lautet: Wie transportiere und lagere ich diese Packung? Die Apothekerin erklärt die konkrete Temperaturregel. Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 16. Situation 17 Problem. Samira hat eine Dosis vielleicht vergessen. Eine passende Frage lautet: Soll ich jetzt eine zusätzliche Tablette nehmen? Sie nimmt keine doppelte Menge ohne fachliche Antwort. Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 17. Situation 18 Problem. Die Zuzahlung überrascht Samira. Eine passende Frage lautet: Können Sie mir bitte Betrag und Beleg erklären? Sie erhält eine klare Auskunft und den Kassenbon. Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 18. Situation 19 Problem. Eine Freundin begleitet Samira.
Eine passende Frage lautet: Darf meine Begleitperson mitschreiben? Samira gibt ihr Einverständnis. Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 19. Situation 20 Problem. Die Beschwerden werden trotz Behandlung schlimmer. Eine passende Frage lautet: Soll ich die Arztpraxis erneut kontaktieren? Samira berichtet den Verlauf und die aktuellen Zeichen. Diese kleine Szene trainiert nicht Perfektion, sondern klares Handeln in Situation 20. Nützliche Sätze für die Apotheke 1. Guten Tag. Ich möchte ein E-Rezept einlösen. Dieser Satz hilft besonders beim Schritt Nummer 1. 2. Hier ist meine Gesundheitskarte. Samira kann Satz 2 vor dem Gespräch auf ihr Handy schreiben. 3. Können Sie bitte prüfen, ob das Medikament verfügbar ist? Nach Satz 3 wartet Samira bewusst auf die vollständige Antwort. 4. Ist Wirkstoff und Stärke genau wie auf der Verordnung? Dieser Satz hilft besonders beim Schritt Nummer 4. 5. Wie oft soll ich dieses Medikament einnehmen? Samira kann Satz 5 vor dem Gespräch auf ihr Handy schreiben. 6. Zu welcher Tageszeit soll ich es anwenden? Nach Satz 6 wartet Samira bewusst auf die vollständige Antwort. 7. Wie lange dauert die Anwendung in meinem Fall? Dieser Satz hilft besonders beim Schritt Nummer 7. 8. Soll ich das Mittel vor, während oder nach dem Essen nehmen? Samira kann Satz 8 vor dem Gespräch auf ihr Handy schreiben. 9. Mit welchem Getränk soll ich die Tablette einnehmen? Nach Satz 9 wartet Samira bewusst auf die vollständige Antwort. 10. Darf diese Tablette geteilt werden? Dieser Satz hilft besonders beim Schritt Nummer 10. 11. Kann ich die Kapsel öffnen? Samira kann Satz 11 vor dem Gespräch auf ihr Handy schreiben. 12. Welche Nebenwirkungen sind besonders wichtig? Nach Satz 12 wartet Samira bewusst auf die vollständige Antwort. 13. Bei welchen Zeichen brauche ich sofort Hilfe? Dieser Satz hilft besonders beim Schritt Nummer 13. 14. Gibt es Wechselwirkungen mit meinen anderen Medikamenten? Samira kann Satz 14 vor dem Gespräch auf ihr Handy schreiben. 15. Hier ist mein aktueller Medikamentenplan. Nach Satz 15 wartet Samira bewusst auf die vollständige Antwort. 16. Ich nehme außerdem dieses rezeptfreie Mittel. Dieser Satz hilft besonders beim Schritt Nummer 16. 17. Können Sie mir die Anwendung auf die Schachtel schreiben? Samira kann Satz 17 vor dem Gespräch auf ihr Handy schreiben. 18. Bitte erklären Sie den letzten Satz noch einmal langsam. Nach Satz 18 wartet Samira bewusst auf die vollständige Antwort. 19. Können Sie dafür einfache Wörter benutzen? Dieser Satz hilft besonders beim Schritt Nummer 19. 20. Ich möchte sicher sein, dass ich Sie richtig verstanden habe. Samira kann Satz 20 vor dem Gespräch auf ihr Handy schreiben. 21. Ich wiederhole den Plan jetzt mit eigenen Worten. Nach Satz 21 wartet Samira bewusst auf die vollständige Antwort. 22. Was mache ich, wenn ich eine Dosis vergessen habe? Dieser Satz hilft besonders beim Schritt Nummer 22. 23. Wie soll ich das Medikament
aufbewahren. Samira kann Satz 23 vor dem Gespräch auf ihr Handy schreiben. 24. Muss diese Packung in den Kühlschrank? Nach Satz 24 wartet Samira bewusst auf die vollständige Antwort. 25. Wie entsorge ich das alte Medikament richtig? Dieser Satz hilft besonders beim Schritt Nummer 25. 26. Wo finde ich heute eine Notdienstapotheke? Samira kann Satz 26 vor dem Gespräch auf ihr Handy schreiben. 27. Können wir diese persönliche Frage diskret besprechen? Nach Satz 27 wartet Samira bewusst auf die vollständige Antwort. 28. Bekomme ich bitte einen Kassenbon? Dieser Satz hilft besonders beim Schritt Nummer 28. 29. Ist noch eine weitere Verordnung offen? Samira kann Satz 29 vor dem Gespräch auf ihr Handy schreiben. 30. An wen wende ich mich bei einer neuen Beschwerde? Nach Satz 30 wartet Samira bewusst auf die vollständige Antwort. Abschluss langsam kommen wir zum Ende. Samira hat ein Rezept eingelöst. Sie hat nach Dosierung, Anwendung und möglichen Wechselwirkungen gefragt. Sie hat gelernt, dass rezeptfrei nicht automatisch risikofrei bedeutet. Sie hat die Packungsbeilage nicht allein als schwierigen Text gesehen. Sie hat wichtige Stellen gemeinsam mit einer Fachperson gefunden. Bei einer leichten Unsicherheit hat sie nachgefragt. Bei schweren Warnzeichen wusste sie, dass sofortige Hilfe nötig sein kann. Vielleicht bleiben heute nur 3 Wörter bei dir: Apotheke, Dosierung und Nebenwirkung. Vielleicht bleibt ein ganzer Satz: Können Sie mir das bitte langsam erklären? Beides ist genug. Ein Wort kann später zu einem sicheren Gespräch werden. Dein Deutsch muss in der Apotheke nicht perfekt sein. Es soll dir helfen, eine wichtige Frage klarzustellen. Nimm dir Zeit für Namen, Zahlen und Einnahmezeiten. Bitte um eine schriftliche Notiz, wenn das hilfreich ist. Atme noch einmal ruhig ein und aus. Die Geschichte darf jetzt enden. Bis zum nächsten Mal.